Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Heute versuchen wir in das Museum einzubrechen, um wieder mehr über den Sarkophag herauszufinden. Den schnell ausschalten. Und wir sollten hier wieder leise und vorgehen und nichts töten, also tun wir unser Bestes. Ich hoffe, es läuft nicht wieder so hinaus wie auf der Elizabeth Dane. Das war nicht so... Komme ich jetzt an dem vorbei? Ja, so geht. Hier ist kein Ausgang. Ich glaube, da hinten geht's weiter. Der Polizist ist weit genug weg. Oh, ich habe hier einen Schlüssel. So, jetzt ganz vorsichtig. Best nicht entdeckt werden. Und, hat bei euch die Schule wieder angefangen? Oder seid ihr schon Arbeiter? Schwierigkeit 5, das kriege ich auf. Oh, die Zahl steht auf 9. Also hier ist irgendwo einer in der Nähe. Oh, gehen wir tiefer. Da kommt einer. Ja, noch ein Alarm. Was soll das denn? Boah, ich habe Polizistenknüppel gekriegt. Oh, ein Buch, das ich lesen kann. Oh, okay, Recherche 6. Recherche 6. Recherche 5. Kann ich meine Recherche erhöhen? Nein. Ich brauche ein bisschen Blut. Jetzt haben sie mich sowieso schon entdeckt. Jetzt kann ich auch Halligalli Drecksau spielen. Mal sehen, ob ich in das Passwort reinkomme. Wohl nicht. Schwierigkeit 6. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht die Kameras ausschalten. Was liegt hier rum? Eine Karte zum Schauraum. Und über diese Bücher kann ich meine Werte auch verbessern. Also deswegen denke ich, werde ich als nächstes ein bisschen auf meine Recherche erhöhen. Vielleicht 1, 2 Punkte. Hier ist wieder der PC-Raum. Ich will hier durch die Scheibe durch.
bisschen langsamer nach. Was ist das denn? Ach, das ist der Gegenstand für Bisha. Ich mag die Katana mehr als die Axt, weil er einfach schneller zuschlägt. Hier ist der grüne Strich. Ah, hier ist offen. Ein Goldring und eine normale Armbanduhr. Und hier liegt ein Zettel drauf. Ah, 2358 ist das Passwort. Sehr schön. Ich glaube, das war irgendwo in diese Richtung. Nein. Versuchen, das Passwort zu behalten. So. Wie gesagt, versuchen, das Passwort zu behalten, ist nicht ganz so einfach. Ja, ist mir jetzt wurscht, der Alarm. Kann ich eh nichts gegen machen. Ach, das müsste passen. Ja, Tür offen. Oh ja, ich wollte in Deckung gehen. Und es wird zu langsam. Wie gesagt, die haben mich ja sowieso schon entdeckt. Hoffentlich kann ich hier was ausschalten. Es klingt so, als wäre es wichtig. Sicherheitslaser deaktiviert. Und mal schauen wir, ob wir den Alarm auch noch auskriegen. Wombat. Es ist wieder irgendwie so ein Bereich, wo man nur reinkommt, wenn man so eine Scheibe einschlägt. Hier werden jetzt lauter Laser. Hier geht es, glaube ich, weiter. Jo. Was ist hier? Scheint nicht, dass wäre hier noch irgendwas. I can't understand why someone would go through the trouble of stealing a box with a very ancient corpse. This city's not that dull. I'm an archaeologist, so I thought I'd indulge in a quick study of this Ankaran sarcophagus everyone's so riled up about. My guess, from what I've read about it, is that it's a mummified Mesopotamian king. I needed confirmation. Since it's missing, I'm inclined to believe it was stolen, or intentionally misplaced, if you like. Clearly, though, it's not here. Interesting choice of words. Weren't you here to take it away? Wouldn't that make you an attempted thief? Ja, aber nur versucht. That definitely doesn't make it theft. If I stole it, I would know where it was, and most likely wouldn't be looking for it here. Oh, I really wish I had.
All this speculation about the sarcophagus containing an antediluvian and being a portent of Gehenna is making me cringe. These are the kinds of ridiculous, superstitious assumptions I came here to debunk. Was sind No one I Vorsorgliche? know has ever met one. But each of the clans and their bloodlines supposedly trace their origin to an original vampire, an antediluvian. Some swear these grandsires still exist into the present, but then kindred and kind believe a lot of strange things. Oh, don't let me interrupt your progress, if indeed you've made some. My reason for being here is probably being bid on as we speak. Someone is certainly going to be surprised when they find out they've just paid a kingly sum for a desiccated old corpse. Und wieder ist Beckett da, der Gangrel-Archäologe. Der Prinz wird mich garantiert wieder anmeckern wegen den ganzen Leichen. Aber ich habe, was ich wollte. Ich habe den Gegenstand für Pisha und auch noch herausgefunden, dass der Sarkophag nicht da ist. Dann gehen wir doch direkt mal zu Pisha. Pisha, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Vielleicht hat ihr eine bessere Idee. Namen sind aber sowieso nicht mein Freund. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man so ein absolut schlechtes Namensgedächtnis hat. So einer bin ich. Oder eher so einer, der ewig braucht, um jemanden richtig an der Stimme zu erkennen. Das ist bei mir ganz schlimm. Aber ich denke, das geht vielen so. Da bin ich nichts Besonderes. Doch hier rum ging's. Yep. Hallo Dame, ich hab was für dich. I've grown used to masquerading as one of them and seeking something suitably feeble enough to cull from the herd. That's the first time I've had one delivered. Yes, this is genuine and of use to me. There is something resonating from it. A whisper. I will give you this in trade. It is known as the Odious Chalice. It swells with spilled blood and offers its bloat to its owner. Wir haben den Kelch des Hasses erhalten. Es ist eine perverse Schöpfung einer Vampir-Clans, der Fleisch einfach verformen kann, wie es ihm passt. Das kann man am einfachsten beschreiben. Für ihn ist Fleisch und Knochen nichts anderes als Ton. Und dieser Kelch des Hasses speichert Blut für mich. Ah, da brauche ich auch höhere Recherche. Kann ich mal Recherche erhöhen? Akademisches Wissen brauche ich 6. Intelligenz. Ja, das passt doch. Dann kann ich gleich wieder mindestens ein Buch lesen. Handgemenge mindestens 2, um das zu benutzen. Handgemenge auf 2, was brauche ich dafür, um das zu erhöhen? Ach, 3 Erfahrungspunkte. Kriege ich wahrscheinlich jetzt gleich beim Prinzen. Aber wie habe ich das Gefühl? Ja, ich laufe im Kreis. Ja, Orientierungssinn ist auch nicht so meine Sache. Ich habe es auch schon mal geschafft, mich in meiner Heimatstadt zu verlaufen. Aber manchmal bin ich ein kleiner Drimsler. Wobei ich gar nicht so klein bin. So, dann gehen wir doch mal zum Prinzen und hoffen, dass er nicht so sehr ausflippt, weil ich die ganzen Wachmänner getötet habe. Naja, immerhin habe ich es geschafft, durch einen Abschnitt des Museums komplett ungesehen durchzugehen.
Lässt du mich hoch? Danke sehr. Mir war schon klar, dass er mich erwartet, aber trotzdem muss ich mit diesem Wachmann sprechen. The folly of leadership is knowing that no matter what you do, behind your back there's hundreds, certain that their own solution is the sounder one, and that your decision was the byproduct of a whimsical dart toss. I pronounce the blast sentence, and I soak the critical fallout. I make the decisions no one else will. Leadership. I wear the albatross and a bullseye. The blood hunt on Nines Rodriguez for the murder of Alistair Grout will be called. Rodriguez's execution is only a matter of time. I have lit the fuse. If a war ignites, it's my head that will sharpen the pikes for. At least I can rest easy in knowing that you, my most promising attendant, has relieved me of one encumbrance tonight. Do you need assistance bringing the sarcophagus up to my office? Stolen? Stolen? How? Who would... Oh, Gary. Gary, you treasonous maggot. I should have anticipated your treachery, sewer rat. The Nosferatu Primogen. The Nosferatu were responsible for finding out where the sarcophagus was taken after the Dane, and for getting keys to the museum. They were the only ones who knew. It's obvious to me now. My mistake. I want him found. I want him... found. The sarcophagus could be exploited, causing who knows what catastrophe to this city, if it were to fall into the wrong hands. The Nosferatu lurk in the filth below the streets of Hollywood, but not even I know just where they hide. Hollywood is, unfortunately, lacking in any Camarilla loyalties. Hollywood's baron is an anarch named Isaac. Isaac's more civil than the anarchs downtown, but nonetheless he wears his mistrust of me on his sleeve. He may know how to contact the Nosferatu. Find Gary and get him to talk. That sarcophagus could be used against us. Do not come back until you have it. Now, I must announce the blood hunt, and bear the brunt of all consequences. Escort him out. Wie nett, dass du mich ausreden lässt. Habe ich jetzt einen Erfahrungspunkt dazu gekriegt. Für die Leute, die es nicht genau wissen, eine Blutjagd, damit wird ein Vampir sozusagen zu freiwillig erklärt und jeder, der ihn sieht, ist angehalten, ihn zu töten. Deswegen ist Nines jetzt auch ein Gejagter, der wer weiß wo sich versteckt. Aber der Autolärm war gerade ziemlich laut für mich. Oh, jetzt gehen wir noch mal schnell bei meinem Pool vorbeischauen. Vielleicht hat die mir ja was Neues zu erzählen. Und vielleicht holen wir uns auch noch gleich eine kleine Bargeldspritze aus dem Club, wo ich Miteigentümer bin. Auf in den 4. Stock. Ich muss auch meinen Hacken erhöhen. Ich konnte ja nicht auf meinen PC zugreifen. Hacken ist definitiv auch wichtig. Oh, you're back. I went out this evening and I met someone and he wouldn't leave me alone, so he came back here with me and, well, I thought you might want to drink his blood. I'm just glad you're pleased. He's in the bathroom. Don't worry, I locked him in. Ein Badezimmer hat einen eingesperrt. Das ist nicht das Badezimmer. Oh, habe ich etwa 2 Badezimmer? Ist ja Luxus. Ja, lass mich vorbei. Danke sehr. What the hell is this shit? Let me out, goddammit! I'll kill that crazy bitch! As soon as I get out of here, I'm calling the goddamn cops. Let's see what they think of this, huh? I'll have them lock up both your asses.
What the hell does that mean? Wait, why are you looking at me like that? Hey! Ich habe das starke Bedürfnis, ihn zu töten. Ups. Ups. Ich habe kaum mehr Menschlichkeit. Das ist nicht so toll. Aber in dem Fall sah ich es wichtiger, an ihn zu töten, bevor er uns verrät. It's you. Earlier tonight, you weren't following me, were you? I had this feeling like I was being watched. Maybe it's nothing, but I'm still a little shook up. If they're after you, yes, I'll do it. I just need to learn how to use a gun first. I will. Okay. So, jetzt habe ich ja noch schnell gesagt, dass sie ihr Outfit ändern soll. Bin mal gespannt, wie sie dann beim nächsten Mal aussieht. Ja, komm runter. Wollte mal schauen, ob ich hier den PC jetzt irgendwie ankriege. Oder das Passwort. Vielleicht ist es ja immer noch dasselbe. Ich krieg's einfach nur nicht gehackt. Oh, so viele Ungelesene. Ah, jetzt geht's. 7. Oh, Mercurio hat etwas für mich. Ah, Spam. Wieder so eine Schachmail. Jeanette hat mir geschrieben. Aha, und Lacroix sagt mir, er hat Interesse an einem Restaurant in Hollywood. Aber jetzt werden wir uns erstmal auf den Weg nach Santa Monica machen, weil Mercurio und Jeanette uns sehen wollten. So, es ist auch nicht schlimm, wenn ich das Geld jetzt aus dem Confession, also aus diesem Club hier, nicht hole, weil dann wird es beim nächsten Mal, wenn ich vorbeikomme, mehr. Deswegen gehe ich jetzt erstmal nach Santa Monica. Need a ride? Wie ihr seht, könnte ich jetzt auch nach Hollywood reisen. Aber zu Jeanette und Mercurio, da gehen wir in dem nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet doch beim nächsten Mal wieder an. Auch wenn ich mich beim Schleichen nicht sonderlich gut angestellt habe. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.